Und damit wieder herzlich willkommen zurück zum Mass Effect 3. Nach mal wieder einer ziemlich langen Folge sind wir nun wieder zurück auf der Normandy. Wir müssen noch eben schnell mit dem Adams sprechen. Der wollte uns wohl sehen, sagte zumindest die Samantha gerade, Sam gerade. Kenneth, do you ever think about when we were abducted by... No, I don't. Me neither. Das war ein Kurzgespräch. Adams, was gibt's? Commander, good news on the installation of that thermal pipe you got us. It went right brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets better. While interfacing through our EZO capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. I wouldn't go that far. She and Donnelly deduced some theoretical improvements to our capacitor design. Edie and I ran with it and documented our conclusions. Our core is too compact to apply our theories, but it could help the Crucible engineers. Give the word and I'll send the plans their way. Do it. Aye, aye. Well done, everyone. Cool. Hätten wir das auch abgehakt. Das war eine schnelle Geschichte. Combat Center. Und Caden will uns sprechen, okay. Später. Jetzt gucken wir uns noch das kurz an. Javi, Commander. Ich empfinde dieses Nachrichtensystem als veraltet und unhandlich. Ich habe angenommen, dass Trader am Witzeres, als sie sagte, dass ich mit Wörtern hier rumtippen muss. Ich möchte das nächste Mal die Citadel besuchen, wenn wir dort sind. Meine gesamte Lebenszeit wurde von den Reapern gestohlen. Wenn sie zu mir stoßen wollen, werde ich in der Gegend sein, wo die Botschaften sind, sich befinden. Ich glaube, dieses Konzept der galaktischen Kontrolle über mehrere Rassen verteilt ist eine Lüge. Ich glaube, der kann das immer noch nicht so ganz fassen, dass es ein wenig anders sein kann als eine Rasse, die alle kontrolliert und dominiert. Liara, Shepard, ich brauche eine Entschuldigung, um mich von diesen Monitoren loszureißen. Komm und besuch mich das nächste Mal, wenn wir an der Citadel andocken. Wird gemacht. Take a break, Garrus. Okay, was willst du? Ich dachte, das nächste Mal, wenn wir auf der Citadel sind, könnten wir eventuell eine kurze Pause genießen. R&R, das ist bestimmt... Ich weiß, was gemeint ist. Erholung und... Man kann keinen Krieg gewinnen ohne ein bisschen Erholung in einer... Ab und zu ein bisschen Erholung. Ich werde in der Nähe von CSEC mich aufhalten, wenn Sie interessiert sind. Okay, Garrus will uns sehen. Miranda will uns aussehen. Oh, hey. Ich habe einige Dinge über meine Schwester herausgefunden. Es ist schlimm. Aber es passiert noch etwas mehr. Ich bin zurück auf der Citadel. Ich werde einen Platz zum Treffen finden und werde dir einen Navigationspoint setzen, wenn wir da sind. Okay. Miranda, alle wollen uns sehen. Wir sind eine weit gesuchte Frau. Schwer gesuchte Frau. Schwer gefragte. Mann, ich habe echt Probleme heute. Schlimm ist das. Füttern wir euch nochmal. Wo ist denn Caden? Ach, Caden wollte... Wo ist denn der ganze Krempel? Unten abgehakt? Ich wollte euch die alten Nachrichten nochmal angucken. Wo ich Caden finde. Crewdeck. Dann suchen wir mal Caden. Wo es auch immer den Kerl versteckt hat. Muss ich hier vergraben? Nein. Ah, da bist du. Keine eigene Kabine mehr. Hey, what's going on? You got a minute? Sure, Caden. What's up? You know,
I've just been sitting here thinking. Uh-oh. Okay, hit me with it. So those Cerberus scientists, they were good people. What do you mean? I mean, Dr. Cole and her team, they seemed like good people. Knowing that, what do we do? I mean, what if there are more like them trapped inside Cerberus, struggling to get out? Sind garantiert nicht die einzigen. Tell me what you think we should do. I don't know, Shepard. These are the hard calls. I mean, the decision to sacrifice the one for the many. The choice to leave someone behind. Till you're in that moment. So, yeah, you know, I don't know. Anyone that comes forward, like these people, we help, no matter what. That's the best we can do. I know. Sometimes the best we can do won't feel like enough, but it's all we've got. So the scientists that put you back together, that saved your life, they were good people. They were professionals. I didn't know them all. And the elusive man? Was he a good person? Once? Ever? Well, he gave me what I needed to stop the collectors. Right, exactly. But so you never saw this coming from them? From him? Sorry. I'm not sure what I want you to say here. I guess I'm just looking for some sort of insight on the elusive man. Something. Back then, he wanted the best for humanity, and he had resources to spare. But then it became humanity first, and at any cost. And that's a very different thing. But this? No. I never saw this coming from him. Okay. Well, thanks, Shepard. I'm glad we could talk about this. Meanwhile, you should find a way to take your mind off things. I know. Joker did ask me to give him some poker tips. He keeps losing his shirt to James. Good luck with that. Joker has a terrible poker face. Great. Well, I like a challenge. See you around. You bet. Jo, haben wir Caden. Der hadert anscheinend immer noch so ziemlich damit, dass wir bei Cerberus waren und dass Cerberus ihn praktisch gezwungen hat, seine Waffe auf uns zu richten. Und mit dem ganzen Zurücklassen, das ist garantiert. Ja, ich weiß. Habe ich gelesen. Und das ganze Zurücklassen ist sind garantiert noch Nachwehen. Damals, wie heißt es? Als wir Ashley geopfert haben. Uns zwischen Ashley und Caden entscheiden mussten. Mehr oder weniger Ashley im Stich gelassen haben. Okay. Fangen wir an. Wo fehlt uns noch Zeug? Ich weiß, dass da links auch noch was ist, aber ich habe irgendwie den Drang, im Uhrzeigersinn umzugehen. Okay, nach Mika müssen wir. Und ich würde behaupten, wir haben nicht genug Sprit. Shit. Wo war ein Fuel Depot? Horsehead Nebula. Da weiß ich, dass das ist. Dann fliegen wir nicht sinnlos in der Gegend rum. Bevor wir eins finden. Und zurück. So. Exodus Cluster, Actus Stream, Annos Besser. Da, fangen wir doch an. Jetzt lieber, dass wir diese Szene überspringen können. Da, okay. Aber gut zu wissen, dass die Reaper wirklich weg sind nach der Mission. Ach, ich will doch da... Ich verklick mich andauernd. Ich letztens mal auch auf den falschen Knopf gedrückt. Was haben wir jetzt? Volus Fabrication Units, okay. Mehr oder weniger unspannend.
Nur 100%. Das war, glaube ich, auch das Einzige, was uns noch fehlte hier. Auch wieder direkt vor der Nase. Wunderschön. Wir sind anscheinend hier im Volus-Raum, weil wir finden nur Zeug von den Volus. So, hier fehlt noch eins. Da oben. In die falsche Richtung geflogen. Noch mehr von den Volos. Gut. Haben wir den Cluster hinter uns. Oh, und dann fliegen wir weiter im Kreis. Das Ding hier ein... Nein. Natürlich keine Tankstelle. Appian Crest, Krogan DMC. Nimbus Cluster, 66. Da fehlen uns noch die beiden. Ne, 3 waren das, glaube ich, die uns sogar hier noch fehlten. Ne, uns fehlten 3, aber wir haben das eine von den 3 fehlenden schon gefunden, weil das so ein Wrack-Ding war, ganz am Ende. Der Reaper-Waffe gefunden, nice. Findet man auch nicht alle Tage. Noch ein bisschen Sprit, nice. 100, 100, den Nimbus-Cluster haben wir ganz fertig. Dann springen wir hier da raus. Nebenmission machen wir ein andermal. Zumindest nicht in dieser Folge. Tankstelle, obwohl wir voll sind. Okay. 50. Das haben wir auf 100%. Ach, und wir müssen da ganz unten noch hin. Das kann dauern bei der langsamen Fluggeschwindigkeit. Und einmal quer durchs Sonnensystem. Nur mal flott scannen. Komm. Okay, Asari-Techniker. Semi-interessant. Vernio. Das... Ne, haben wir das System noch nicht ganz? Fehlt uns denn hier noch irgendwas? 88% haben wir nur. Ah, das System haben wir noch nicht abgegrast. Haben wir doch was vergessen. Nasari-Kreuzer. Ach, das war's schon im System. Haben wir dann alles hier? Sprit brauchen wir dringend. Haben wir komplett. Zack, 100%, 100%. 100. Genau, da müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich noch hin. Da haben wir 100. Da gab es nichts. In den Marktcluster gab es. Achso, das tut nur so, als ob man da reisen kann. Kites Nest müssen wir auf jeden Fall gleich noch hin. Okay. Valhalla und Kites Nest. Nach Mika.
Hier unten? Ja. Ganz kleiner Mond. Ach, irgendein Konverter. Und wieder den ganzen Weg zurück. Fehlt uns nur noch Kites Nest, würde ich behaupten. Hier haben wir 100%. Dann nach Vula. Das war, glaube ich, hier ganz unten, ne? Ja. Oh, ob wir das wieder schaffen oder ob wir wieder umkehren müssen. Ganz knapp. Okay. Müssen wir landen dafür? Nein, anscheinend nicht. Das ist einfach nur eine Hauptmission. Black Market Artifacts. Ach so, genau, das waren die für den General. Haben wir Kites Nest. Und leer sind wir. Dann würde ich sagen, zurück zur Citadel. Und den ganzen Quatsch abgeben. Visit Andersons Apartment. Genau, das tun wir. Na? Na? Danke. Personal Apartment. Gehen wir auch zu Andersons Apartment. Direkt. Machen wir das doch direkt. Commander, I've got Admiral Anderson on the QEC. Patching him through to you now. Shepard, Admiral, how you holding up? day by day, Commander. Yeah. Hackett sent me a message about this apartment. I want you to have it. Take it off my hands. Are you serious? You need a place that's yours. Somewhere to recharge, clear your head. Kaylee wanted us to settle down there. Thing is, the longer I'm on Earth, the less I want to leave. And I want as few loose ends out there as possible. Like I said, you'd be doing me a favor. Oh, das ist ein großzügiges Angebot. That's very generous. It's practical. We need you in the best shape possible. Rested. Focused. If you say so. Thank you. And make yourself at home, damn it. It's yours now. I'm sure I can manage. Okay, good. Been meaning to do that for a while. I'll talk to you soon. Be careful out there, Anderson. You too, Shepard. Ha, man muss allerdings sagen, der hat ein richtig schönes Apartment hier. Lass doch mal die Dinger oben. Der hat ein richtig schickes Apartment. You never asked me about this, but my wife just called. My ex-wife. Nobody likes to talk about the toll that long months apart can have on military relationships. She wasn't military. She couldn't handle it. But it's not even about military and non-military, damn it. It's space flight. Space flight. Finding the mass relays, miracles of engineering. Human imagination rising to meet our desires. We pay a price for that curiosity, that drive. Our relationships suffer. People we love suffer. But that's reality. And it's worth the cost. I must have thought it was. I guess I still do. In the end, you just have to hope you made the right choices. Kluge Worte, muss man lassen. Ja, mal gebe ich irgendwo eine Nachricht bekommen. The Normandy? A brand new ship. My ship.
just standing there. The whole crew looking to you for direction. Unforgettable. I'd led men and women before that. Seen a lot of combat already. Always managed to find my way home in one piece. Do that a few times, you begin to think you know better than the next guy. Maybe you do, I don't know. But if you're lucky, really lucky, you find yourself on a good ship, in front of a good crew. A crew you can trust with your life. Gifted. Disciplined. Brave. All of them. Eager to set sail into the endless black ocean. I still remember my XO asking what my orders were. Shepard, I said. Let's see what we can find. Wir waren also XO vor ihm. Alright. Ja, schön. Jetzt können wir irgendwie hier seine Memoiren, wenn man so will, uns anhören. Cool gemacht. Das hatte ich beim ersten Mal durchspielen gar nicht bekommen. Das Apartment. Ich weiß nicht, ob das sich in irgendeinem DLC versteckt hat oder ob ich einfach nie daran gekommen bin. Interessant. Embarrassing moments? I've got more of those than anyone will ever know. Only way to learn something. But if I had to pick one to share, I had just gotten promoted to N7. Full of myself. King of the castle. Found myself buying drinks for undesirables in some rundown bar in the wards. They toasted my recent promotion. Hell, they would have toasted Batarian slavers if it had got them more drinks. About the time my money ran out, my new friends turned on me. I was outnumbered. Things didn't look good. My plan to get out of there involved lots of punching. Well, that worked for a while. Then a table hit me. Or I fell down. When I came to, I saw a Solarian putting the rest of the troublemakers down. A Solarian? Moved like a damn cat, I swear. When everybody was out cold. Or running. He walked over and helped me up. N7, he asked. Yes, sir, I replied. He looked over my collection of unconscious friends, nodding. Not bad, human, he said. And he walked away. I had met my first Spectre. Learned an important lesson that day. No matter how good you think you are, there's always somebody quicker, faster, and a hell of a lot smarter than you just around the corner. That little lesson's kept me alive more than once since then. Das allerdings definitiv hat er recht. Ich muss echt sagen, das ist ein geiles Apartment. Ja, und irgendwo ist ein Messageboard, wo wir eine neue Nachricht haben. A few months ago, I had a chance to sit down with one of Earth's most decorated soldiers, Admiral David Anderson. He was kind enough to answer my questions and talk about his career. Today, the Admiral is on Earth, leading the defense of our home against the Reapers. We have no communication with him or any soldiers on Earth, but we can't forget what they're doing for us. Tonight's show is dedicated to all of the soldiers out there, fighting and dying to keep us safe. Admiral Anderson, today marks the 30th anniversary of the N7 program. Can you describe your first day of training in this now famous program? The Interplanetary Combatives Training Program is all business from day one. How so? We're given basic gear, then separated and stranded on an asteroid with no nav data. The test ends when the last person runs out of oxygen. Sounds daunting. What happens to the ones who run out of air first? Out of the program. The best N7s can survive alone, but work together to survive even longer. That's very impressive, Admiral. Deep space survival training. That has to be so difficult. All of it would take such strength of character. Well, just plain strength. But then you seem like a strong person. I'm sorry. Is there a question in there?
Well, does the program make the man, or do you think you were born for this? It's a bit of both, I suppose. Every soldier reaches a point in their career, sometimes more than once, when they are asked to give more than they ever thought they could. That moment is the test. I've seen men and women, almost sure to fail, persevere long past the point of breaking. That experience changes them. Others, with all the gifts and abilities, fail in that moment. Sometimes they pick themselves up and carry on. Sometimes they're just done. What about you? What was your moment? I've had a few, none of which I'd like to share. But, I think the toughest tests are still ahead of me. What makes you say that? Call it a hunch. Soldier's intuition? Something like that. Do you trust your intuition? I mean, do you follow your heart over your mind? Well, it depends on the day. No, I suppose if I were to be honest, I do trust my instincts. The problem is, war isn't orderly. And the enemy is never predictable. Even the most experienced veteran is going to find themselves in situations they haven't trained for. In those instances, and there's more than I'd like to admit, your instincts are the only thing keeping you alive. That, and the men and women you're fighting beside. But soldiers are only as good as their leader, isn't that true? Yeah. A good leader can make an okay squad great. A bad leader, well, war tends to make examples of them. What makes a good leader then? A good leader is someone who values the life of his men over the success of the mission, but understands that sometimes the cost of failing a mission is higher than the cost of losing those men. That's a terrible line to have to walk. Yes, it is. But war is a terrible thing. Thank you for your time, Admiral. Thank you. The remainder of this interview was to take a more personal look at Admiral Anderson's life. It wasn't finished when the Reapers invaded. We can only hope that the Admiral and the soldiers under his command survive to tell us the rest of their stories. I'm Kalisa Al-Jalani. Thank you for watching. Das war ein langes Interview, aber ich muss sagen, mir gefällt das ziemlich gut, hier so ein bisschen über die ganzen Logs und Interviews in das Leben von Anderson, so die Gedankenwelt von Anderson so ein bisschen einzusteigen, weil auch nachdem ich das erste Mal durchgespielt habe, erfährt man in dem ganzen Spiel doch relativ wenig von der Person. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns den Rest hier an, das wird schon wieder ziemlich lang. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge den Rest in diesem Apartment an und schauen, was wir sonst noch auf der Citadel so alles abliefern können. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen.